Jetzt sind wir an der Grenze. Wir reisen jetzt erstmal aus der Türkei aus und dann in Georgien ein. Und unsere Wege trennen sich jetzt, weil Mariano darf im Van bleiben, aber ich muss über die Grenze laufen. Ciao. Bye, bye. So, jetzt habe ich aus der Türkei ausgecheckt, auch mit dem Auto. Alles lief gut. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen warten. Eben hat noch mal jemand reingeschaut, ob auch wirklich nur eine Person im Fahrzeug ist. Aber hier ist dann, glaube ich, das Ende der Türkei und da vorne ist dann die georgische Grenzkontrolle. Laura ist schon da hinten. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. So, jetzt sind wir eingereist. Mit dem Auto ist das irgendwie immer ein bisschen schwieriger. Da sind wir erst gewöhnt von Europa, da kann man einfach über alle Grenzen fahren, wie man will. Aber hier, dann müssen wir jetzt immer alles eintragen, was für ein Auto. Und er wollte auch meinen Führerschein sehen, woran ich gar nicht gedacht habe, weil in der Türkei wollten wir es nicht sehen. Ah ja, krass. Und ich musste laufen. Das hat sich hingezogen wie so ein ewig langer Flughafen. Ja, und dann habe ich noch ganz viel Touri-Kram mitbekommen und die an der Touri-Info war total happy, dass sich mal jemand für die Sachen interessiert. Und jetzt können wir Georgien entdecken. Ja. Da denkst du, du siehst keine Delfine mehr, weil du Griechenland verlässt und zack, schwimmen hier irgendwie Delfine bei Sturm rum, wie abgefahren. Ihr seid ja alle süß. Das ist so krass, hier laufen halt überall wirklich frei Kühe und auch ein paar Schweine rum. Und das ist halt voll smart, weil dann musst du ja kein Land kaufen. Also du kannst die einfach rauslassen und die suchen sich ihr Fressen. Und das ist natürlich viel günstiger für die Menschen, die die halten, als wenn du ein Stück Land hast, was du kaufen musst, wo du die weiden lässt. Ja, Georgien ist echt wie ein großer Bauernhof. Überall laufen Schweine, Kühe und so weiter rum. Und der Bauer denkt sich, warum machen die Fotos von den Schweinen? Was ist daran so besonders? Das ist echt hier wie so eine Safari, aber statt Gazellen und Löwen gucken wir uns Schweine, Kühe, Babyenten und so an. Oh, da stehen schon wieder Kühe auf der Straße, da sind schon wieder Schweine. Ich find's richtig toll. Und Schlaglöcher. Ja. Das ist ja besser als im Serengeti Park hier. Oh, Babyschweinchen, Ferkel. Oh, ich hätte so gern so ein kleines Babyschweinchen. Aber die werden ja so richtig, richtig groß. Und das passt hier leider nicht rein. Sonst wäre es richtig geil, mit so einem Schweinchen um die Welt zu reisen, glaube ich. Das gefährlichste Tier von Europa. Da muss man vorsichtig sein. Sicherheit. Sterben nämlich mehr Menschen jährlich durch Kühe als durch Haie. Und die hatten jetzt wirklich krasse Hörner. Und wenn die einfach losrennen, dann hat man, glaube ich, ziemlich schnell verloren. Hallo Leute, wir haben den Bauernhofstellplatz verlassen. Trotzdem laufen immer noch überall Kühe und Schweine einfach frei rum, auch um unseren Van, wo wir jetzt hier parken. Wir sind aber jetzt auf dem Weg zu heißen Quellen.
Wo man sich auch fragt, braucht man wirklich heiße Quellen im Juni? Naja, die letzten Tage war es sehr usselig. Heute ist der erste ein bisschen schönere Tag, aber man kann sich wohl auch noch ein bisschen weiter unten im Fluss dann abkühlen. Also vielleicht hüpfen wir einfach von warmem Wasser zu kaltem Wasser hin und her. Mal sehen. Ich sehe auch jetzt da schon den Dampf. Den Dampf. Richtig heiß, das Wasser hier. Ah. Wir haben auch noch nicht ganz verstanden, warum das Wasser aus diesem Häuschen kommt. Aber es ist auf jeden Fall quasi kochend heiß. Übrigens ist das ja auch ein Stellplatz bei der App Park4Night, aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, nicht hier zu parken, weil in den Kommentaren stand, dass dann die Polizei hier mit über Nacht bleibt, um dich halt sozusagen zu beschützen oder zu bewachen. Und da, wo wir jetzt stehen, das ist halt ein Stück weiter den Berg hoch, kam die Polizei gestern auch vorbei und hat halt so gefragt, wie lange wir jetzt bleiben und so. Und ich so, ja, 1, 2 Nächte. Und dann haben sie so ein bisschen diskutiert und, glaube ich, auch überlegt, ob sie da jetzt halt die ganze Nacht stehen bleiben. Oh je. Und das wollen wir halt vermeiden. Also wir müssen ja jetzt nicht irgendwie da ein Auto haben, was uns bewacht. Wir müssen jetzt noch mal gucken, ob wir wirklich einen Weg überhaupt irgendwo hin finden, wo wir baden können, weil es ist einfach glühend heiß. Also man verglüht sich echt so die Füße. Deswegen mal sehen, ob wir das überhaupt schaffen, ins Wasser zu kommen. Oder ob das hier gar nicht möglich ist. Gucken wir mal da hinten. Wow! Ein heiße Quelle Wasserfall! Wo hat man sowas denn schon mal gesehen? Wir haben jetzt nur kurz unsere Haare so reingedörpt, um ein bisschen so zu tun, als wären wir jetzt ein bisschen sauberer. Aber die Temperaturen sind halt irgendwie so entweder viel zu heiß oder zu kalt und man muss sich so seine eigenen Pools hier bauen. Also eine eigene Schaufel mitnehmen, haben wir nicht gemacht. Weil sonst ist das Wasser halt viel zu wenig in den Pools, die jetzt da sind, oder es ist halt zu heiß oder zu kalt. Ja, wir haben nichts zu futtern. Au! Ich kenne mich auch einfach nicht mit unten aus. Oh, die haben wohl keine Angst vor dir. Willkommen bei einer weiteren Folge von Pflanzenkunde mit Laura. Ich habe jetzt Minze gefunden und Zitronenmelisse. Das heißt, damit kann man dann auch kochen und Tee machen und so. Und ja, wieder mal einfach schön, sowas zu finden in der Wildnis. Auf dieser rostigen Hängebrücke verabschieden wir uns jetzt. Wir trinken dann gleich noch ein bisschen Minztee, sagen Tschüss auf Georgisch nach Wamdis oder so ähnlich. Morgen wartet dann ein neues Abenteuer auf uns, also bis zum nächsten Video. Nach Wamdis! Nach Wamdis! Oh nein, er kommt mit. Also wie ihr seht, gibt es hier wirklich, wirklich viele Straßenhunde. Wenn ihr irgendwas für die Hunde tun wollt, haben wir einen PayPal-Account. Davon können wir Hundefutter kaufen, wenn ihr da was hinspendet. Das könnt ihr dann einfach in den Betreff schreiben. Dann können wir halt mehr Hunde füttern. Wir haben jetzt immer mal ein paar gefüttert. Der läuft jetzt immer noch hinterher. Oh. Oh nein. Oh, mach ja.